Hey, Servus und Hallo, heute hier aus Paris ein ganz besonderes Video. Wir waren ein Wochenende in Paris mit Insta360 bei der Tour de France und wir sind alle zusammen die letzte Etappe der Tour de France gefahren, natürlich in gebührendem Abstand zu den Profis. Super geil. Ich hoffe, dir gefallen die Bilder und dieses Video genauso gut, wie uns dieses tolle Wochenende gefallen hat. Also, viel Spaß bei diesem Video. Ja, und dieses kleine Abenteuer-Wochenende startet schon am Donnerstagabend nach Pauls Abschlussfeier mit Zeugnisübergabe. Packen wir das Auto und montieren die Räder auf dem Dach. Und ja, auch nur für ein Wochenende kann ein Kofferraum so voll sein. Für 4 Personen und das ganze Radzeugs, Laufräder, Werkzeug, Helme, Schuhe, Trikots, Riegel und Gels. Denn wir wollen ja vorbereitet sein. Ein kleines Branding schließt die Vorbereitung jetzt aber auch ab. Auf geht's Richtung Paris. 850 Kilometer Autobahn. Zum Glück sind wir 3 Fahrer, denn ich habe im Mobile Office noch einiges zu tun. So unsere geliebten Bikes da oben auf dem Dach. Etwas mulmig ist mir schon und wir haben ausgemacht, dass der Beifahrer nie schlafen darf und immer auf Höhenbeschränkungen mitschauen muss. Zum Glück haben wir hier so ein Kontrollfenster im Auto. Da können wir die Ladung sichten und schauen, ob alles in Ordnung ist. Und du kannst davon ausgehen, bei Pausen wurde die Ladung penibelst gecheckt. Für Paris haben wir Wert auf eine Unterkunft mit Parkplatz gelegt. Es ist eine Tiefgarage und da wäre eine Dachbox eh nicht gegangen. Also Räder aufs Dach und vor der Tiefgarage abmontiert. In der Tiefgarageneinfahrt nochmal kurz geschwitzt. Das war sehr eng, sowohl an den Seiten als auch oben. Geschafft, das Team und die Bikes sicher in Paris angekommen. Am Abend noch die typisch französische Pizza und dann ging es auch schon ab ins Bett. Denn wir haben ja am Wochenende viel vor. Und ja, auch den Eiffelturm werden wir wieder besuchen. Doch wir 4 Leute und 4 Bikes war unsere Unterkunft doch ein bisschen klein. Wir haben gelost und Julias Madone musste leider draußen schlafen. Balkon, 5. Etage und noch ein Schloss drumrum, das war schon ziemlich safe da. Die anderen Bikes schlafen noch in der Küche und im Wohnzimmer. Dann werden noch die Bikes ausgestattet, hier die X4R an Pauls Madone. Die Jungs drehen heute schon eine Runde mit dem Rennrad durch Paris, fahren vielleicht schon mal ein Stück der Strecke von morgen ab. Julia und ich haben heute Sightseeing-Programm. Wir holen die Trikots im Insta360 Clubhaus ab und nutzen dafür Mietbikes. Das Geilste, was man in Paris zur Fortbewegung machen kann. Mietbikes, Uber und Metro. Und Paris ist deins. Neben natürlich über 30.000 Schritte, die wir heute noch gehen werden. Kennst du eigentlich schon die Videos der Radreise von München nach Paris, 1000 Kilometer über Luxemburg? Ich verlinke dir die Videos unten in der Beschreibung. Wie cool. Nur 20 Minuten durch Paris geradelt und wir sind am Pop-Up-Store von Insta360, das uns dieses Wochenende hier als Clubhaus dient. Und direkt nebenan das Le Peloton Café, ein Radclub, der uns dieses Wochenende betreut, die Guides stellt und bei der Veranstaltung, bei dem Event unterstützt. Super coole Leute, alle super nett. Wenn du in Paris bist zum Radeln, schau mal vorbei, die haben regelmäßig auch geführte Touren. Hier das Colnago aus dem Jahr 2024, mit dem Tadej Pogačar die Weltmeisterschaft gewonnen hat. An dem Wochenende waren noch die Profis von Insta360 da. Du konntest dich beraten lassen und Schnäppchen machen. Die Jungs düsen jetzt ab, fahren ganz alleine mit den Rennrädern durch Paris. Und Julia und ich beginnen unsere Sightseeing-Tour mit der Insta360 X5 und der Ace Pro 2. Wir nehmen dich ein bisschen mit durch Paris, wenn du sagst, oh, kenne ich schon, habe ich schon gesehen, keinen Bock drauf.
kein Problem, ich habe dir unten Sprungmarken gesetzt. Du kannst dieses Kapitel auch überspringen. Gleich fahren wir die letzte Etappe der Tour de France mit und sind am Abend natürlich am Montmartre und schauen uns das Spektakel der Profis live an. Doch erstmal müssen wir eine Speicherkarte für die Ace Pro kaufen. Die habe ich natürlich nicht dabei. Chef. Am Nachmittag sind wir zum zweiten Mal auf der Champs-Élysées und am Arc du Triomphe, denn wir treffen uns wieder mit den Jungs. Die sind genug gefahren, haben Hunger und wollen noch was shoppen gehen. Natürlich mit Mama und Papa. Am Abend treffen wir dann die letzten Vorbereitungen für unsere große Ausfahrt morgen. Wir sind wirklich gespannt. Wir fahren mit über 200 Teilnehmern aufgeteilt in verschiedenen Gruppen. Die letzte Etappe der Tour de France. Die Etappe der Profis ist ja gekürzt worden, weil Einsatzkräfte zu den verheerenden Waldbränden abgezogen worden sind. Das hat natürlich jetzt erstmal Priorität. Auf geht's, die Jungs sind schon unterwegs. Deren Treffpunkt war eine Stunde früher. Wir sind jetzt um 9 dran. Endlich geht's los. Das Highlight steht uns bevor. Wir fahren endlich unsere ganz persönliche finale Tour de France Etappe mit dem Peloton-Team. Und auch das gelbe Trikot haben wir schon. Oh, ziemlich viele mit gelben Trikots. Wir sind ja schon mal durch Paris geradelt, mehrfach schon, aber zum ersten Mal in einer Gruppe mit dem Rennrad und ich glaube, ich brauche jetzt eine Resozialisierung. Das ist, glaube ich, die einzige Ampel, an der ich angehalten habe. Nein, doch nicht. Ich höre immer nur Go, Go, Go und wir sind einfach über jede Kreuzung, über jede Ampel, fast über jede. Es wurde schon auf Sicherheit geachtet und wir hatten natürlich eine ganz besondere Situation. Es waren viele Straßen wegen der Tour de France gesperrt und die Guides wussten echt, was sie tun. Ich habe mich immer sicher gefühlt und wir hatten einen Riesenspaß.
Unschwer zu erkennen, die Teilnehmer hier in den gelben Trikots, Insta360 gelb, und die Guides, die haben so schwarz-gelbe Trikots an vom Peloton Velo Club. Sehr cool nochmal hier von meiner Seite. Ein großes Dankeschön. Tolles Wochenende. Ich meine, mit so vielen coolen Leuten, Radsport-Begeisterten, Insta360-Partnern, Bike-Influencern zusammen unter dem Eiffelturm hier vorbei zu radeln, das macht man echt nicht jeden Tag. Wir haben Teilnehmer aus Deutschland, den Niederlanden, USA, Frankreich, Japan, Irland, Russland, Österreich, Schweiz, Spanien, Kanada und noch viele andere gesehen und kennengelernt. Sehr cool. An dieser Stelle auch viele Grüße an alle. Dieses Feature hier finde ich ziemlich cool. Du kannst beim Schneiden oder beim Stitchen die App mit deiner Sportplattform verbinden, also Strava oder in meinem Fall hier Garmin, aber auch Apple geht auch. Und dann kannst du die Statistiken anzeigen lassen. Ich habe das hier mal ab und zu gemacht. Ganz cool, dann siehst du auch, wie schnell wir zwischendurch mal gefahren sind und auch mit welcher Herzfrequenz ich unterwegs war, zum Beispiel. Es gibt ja verschiedene Templates, Designs, du kannst einzelne Daten auch ein- und ausblenden, verschieben. Schau mal bei mir im Kanal, da gibt es da auch eine Vorstellung zu. Insta360 hatte hier zwei Routen im Angebot, eine kürzere, knapp über 80 Kilometer Runde im Medium- oder Mildtempo und die lange, etwa 115 Kilometer Runde mit über 1000 Höhenmeter. Die Spicy-Runde für alle, die es wirklich wissen wollen. Julia und ich sind dann die kürzere gefahren, aber im Medium-Tempo, also im schnelleren Tempo, zügig, aber kontrolliert. Jan und Paul haben sich dann direkt für die Spicy-Runde entschieden. Und was soll ich sagen, ihr Guide war kein normaler Guide, sondern zweimaliger Olympiateilnehmer und der hat es mal so richtig krachen lassen. Der ist gefahren wie ein Verrückter. Jan und Paul mussten alles geben, um da dranbleiben zu können. Einen kleinen Wermutstropfen gab es dann doch. Champs-Élysées, Montmartre, Triumphbogen. All das konnten wir leider nicht fahren. Und das wären für mich die Highlights gewesen. Aber der Grund war simpel. Die Sicherheitsvorkehrungen rund um das Tour de France-Finale waren enorm. Viele Straßen waren bereits gesperrt. Das war natürlich verständlich. Aber schade, denn genau diese Kulissen hätten unser Wochenende perfekt gemacht. Trotzdem mit 250 Gleichgesinnten durch die Ile de France zu rollen, auf der Strecke der Profis, das bleibt unvergesslich. Und hey, Insta360, nächstes Jahr wären wir gerne wieder dabei. Aber an Versailles, da sind wir zweimal vorbeigekommen. Auf dem Hinweg und auf dem Rückweg. War auch cool. Wir haben hier mit 4 Kameras aufgenommen. Ich habe vorne am Lenker eine Insta360 X5. Der Paul hat auch vorne eine am Lenker, eine Insta360 X4 R. Jan hat eine hinten am Sattel, eine Go Ultra. Passenderweise sogar die Tadej Pogacar Edition Kamera und Julia hatte die Go Ultra, das kleine Kamerateil an dem Medaillon, an dem Magneten oben am Trikot. So können wir dir verschiedene Perspektiven bieten, aber die Gruppen sind natürlich
vermischt. So hast du aber einfach einen Eindruck, wie das in Paris war und wie es da gelaufen ist. Cool war noch, dass sich die beiden schnellen Gruppen am Ende vermischt haben. Das heißt, wir konnten als Familie nachher im Ziel einlaufen und selbstverständlich wurde bis auf den letzten gewartet und hier auch der Einlauf gefeiert. Sehr cool. Mal gucken, ich bin auf der rechten Seite der Szene und alle fahren versucht. Ah nein! Im Clubhaus gab es dann noch ein After-Race-Meeting. Es gab Getränke, ein paar Snacks und natürlich konnte man sich mit den Teilnehmern nochmal unterhalten. Sehr nette Runde. Wir haben uns ganz gesund ernährt, unsere Speicher ein bisschen aufgefüllt, uns dann aber auch schon bald auf den Weg gemacht. Eine Runde duschen, umziehen, um dann natürlich den Profis zuzuschauen. Und wo kann man das in Paris besser als neuerdings am Montmartre? Da kommen die ja hoch, dreimal. Das heißt, es lohnt sich dann dreifach da auf die Profis zu warten und es war der Hammer. Hatten noch genug Power, nochmal durch Paris zu ziehen, sich die Siegerehrung anzuschauen und wir haben uns dann später auf der Afterparty im Insta360 Le Peloton Clubhaus getroffen. Das Ganze natürlich mit DJ, es gab eine kleine Präsentation, die ersten Bilder von dem Abend und was Leckeres zu essen. Ein richtig gelungener Abschluss dieses wunderbaren Wochenendes. Ja, und natürlich durften die zwei auch mal an einem Champagner schlürfen. Wir haben dann den Abend genutzt, sind noch ein bisschen durch Paris und dann zurück zu unserem Hotel. Insgesamt war das schon ein recht anstrengendes Wochenende, aber unvergesslich. Merci fürs Mitkommen. Lasst uns gerne ein Like für dieses Video da und natürlich auch ein Abo für unseren Kanal. Vielleicht hat jemand einen Tipp. Wie kriege ich das Tattoo ab? Ciao.